Willkommen zur Hüskes Online-Probefahrt. Mein Name ist Fabian Förster, ich bin Kfz-Sachverständiger für die Hüskes-Gruppe und werde heute mit Ihnen die Probefahrt dieses BMW 318i durchführen. Zunächst einmal schauen wir uns den Motorlauf im Stand an. Dafür starte ich den Motor. Der Motor springt sofort an bei Betätigen des Startknopfs. Die Leerlaufdrehzahl pendelt sich bei rund 700 bis 800 Umdrehungen pro Minute ein. Der Leerlauf ist ruhig, wir hören keine ungewöhnlichen Geräusche vom Motor, wir haben keine Vibrationen im Innenraum. Nach dem Start sind alle Kontrollleuchten im Display ausgegangen und wir können die aktuelle Laufleistung von 140.584 Kilometern ablesen. Als nächstes schauen wir uns einmal das manuelle Schaltgetriebe im Stand an. Dafür lege ich jeden Gang einmal ein. Das Einlegen der Gänge funktioniert ohne Kraftaufwand, ohne Hakeln. Wir haben 6 Vorwärtsgänge sowie einen Rückwärtsgang. Das Getriebe wird nachher während der Fahrt nochmal genauer geprüft, aber im Stand haben wir keine Beanstandung festzustellen. Schauen wir uns als nächstes einmal die Kupplung an. Dafür lege ich den dritten Gang ein, hebe die Leerlaufdrehzahl an und lasse die Kupplung kommen. Der Motor geht aus, die Kupplung rutscht nicht durch, keine ungewöhnliche Geräuschentwicklung von Seiten der Kupplung, also haben wir auch hier noch nichts festzustellen. Prüfen wir als nächstes die Lenkung. Dafür lenke ich vom linken bis zum rechten Lenkanschlag. Aber auch hier läuft die Lenkung einwandfrei, kein Hakeln, kein Stottern drin, keine ungewöhnlichen Geräusche. Somit ist auch die Lenkung in Ordnung und wir können uns einmal der Ausstattung des Fahrzeugs widmen. Der Wagen verfügt über 4 elektrische Fensterheber, die funktionieren einwandfrei. Schauen wir uns einmal die Spiegelverstellung an, links wie rechts, ist in Ordnung. Das Fahrzeug verfügt des Weiteren noch über eine Klimaautomatik. Hier prüfen wir einmal die Gebläsestufen. Die funktionieren. Schauen wir nochmal, ob das Umschalten der Lüftungsklappen auch funktioniert. Das tut es. Hier haben wir also nichts festzustellen. Das Fahrzeug verfügt noch über ein Radio. Das funktioniert hörbar. Ist somit auch in Ordnung. Schauen wir uns einmal die Sitzverstellung an. Manuell ausgeführt von vorn nach hinten, gar kein Problem. Die Innenraumbeleuchtung funktioniert vorne wie hinten. Der Scheibenwischer vorne und der Scheibenwischer hinten sind ebenfalls funktionsfähig. Somit können wir auch schon mit unserer kleinen Probefahrt loslegen. Während der Probefahrt überprüfen wir jetzt Motor, Getriebe, Kupplung, Lenkung, Bremsanlage und Fahrwerk. Dafür werde ich jetzt einmal eine kleine Fahrprobe mit dem Fahrzeug machen. Das heißt, wir werden einmal im ganz normalen Fahrbetrieb das Fahrzeug fahren, ein bisschen hochschalten, ein bisschen runterschalten, gucken, wie sich die Gänge verhalten. Aber auch hier können wir noch nichts feststellen, getriebeseitig. Sowohl beim Hoch- als auch beim Runterschalten lassen sich die Gänge einwandfrei einlegen. Der Motor zieht gut durch. Wir haben hier keine Leistungsabbrüche während der Beschleunigung. Kein Hakeln, kein Stottern des Motors. Das passt schon mal. Fahren wir einmal ein bisschen über unebenes Gelände. Das kompensiert das Fahrwerk einwandfrei. Hätten wir ein defektes Fahrwerk, würden wir jetzt Klappergeräusche oder ähnliches hören. Das tun wir nicht. Das ist somit in Ordnung. Schauen wir uns als nächstes einmal die Bremsanlage an. Dafür bremse ich das Fahrzeug einmal bis zum Stillstand runter. Der Wagen steht, merklich. Wir verziehen weder nach links noch nach rechts. Wir hatten keine Rattern in der Lenkung, keine ungewöhnlichen Geräusche von der Bremse hörbar. Somit haben wir auch hier nichts zu beanstanden. Im Fahrbetrieb funktioniert auch die Lenkung einwandfrei. Hier hakt nichts. Somit können wir auch schon zum Abschluss unserer kleinen Probefahrt kommen. Als Fazit lässt sich somit also sagen, Motorstart und Motorlauf waren in Ordnung. Der Motor hat auch während der Fahrt einwandfrei funktioniert. Das Getriebe und die Kupplung konnten wir im Stand und während der Fahrt ohne Probleme prüfen. Auch hier lag kein Fehler vor. Lenkung, Fahrwerk und Bremsanlage haben wir den Praxistest unterzogen, den haben die einwandfrei bestanden. Die Ausstattung war ebenfalls funktionstüchtig. Somit lag während der Probefahrt kein Fehler vor.